In den letzten Folgen von Blender hast du die Grundlagen von Animationen, dem Arbeiten mit Rigs und Knochen gelernt, sowie auch mit Bone Constraints und Object Constraints. Und in der heutigen Folge gehen wir ans letzte große Animationsthema ran, und zwar Partikelsysteme zusammen mit Physik. Wie agieren diese beiden zusammen und was kannst du damit machen? Ich erkläre es dir in der heutigen Folge von Blender 4.4 in 10 Minuten erklärt. Ich bin natürlich Most Wanted und du kannst dem Video gerne einen Like geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und immer gerne Fragen, Feedback sowie Meinungen zur Folge gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt geht's auch schon los. In Blender gibt es zwei Arten von Partikelsystemen. Das eine sind Emitter, also Ausstoßende, das andere sind Haare. Egal welches von beiden du nutzen möchtest, du kannst beide auf Meshes verwenden. Einfach ein Objekt auswählen und dann hier rechts in den Partikel-Eigenschaften-Tab gehen. Ganz wichtig ist, wenn du hier oben ein Partikelsystem einfügst, kannst du hier zwischen beiden Kategorien wählen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns nur mit den Grundlagen rund um den Emitter. Haare werden in der nächsten Folge behandelt, weil man zu Haaren sehr viel erklären kann und auch vieles zeigen kann. Deswegen beginnen wir heute ganz simpel mit dem Emitter. Bevor ich dir jetzt zeige, was das genau macht, stellen wir zuerst mal für dieses Video hier den Output um auf 60 Frames die Sekunde. Das heißt, hier unten in der Animation Timeline sind jetzt Frame 1 bis 60 die erste Sekunde, 61 bis 120 die zweite und so weiter. Und du siehst schon, wenn wir jetzt hier durchscrollen, fallen hier Kugeln herunter. Das sind Partikel, die erzeugt werden über Zeit. Wenn wir hier auf Play drücken, sehen wir, die Kugeln fallen runter und irgendwann hört es auf, welche zu erzeugen. Das liegt daran, dass ein Partikelsystem eine simple Aufgabe hat, und zwar als Emitter das Erzeugen von Partikeln. Von Frame 1 bis Frame 200 werden insgesamt 1000 Partikel über Zeit gleichmäßig erstellt und jedes davon hat eine Lebenszeit von 50 Frames. Das heißt, ein Partikel, der hier unten bei Frame 1 erzeugt wurde, lebt bis Frame 50 und einer, der bei Frame 200 erstellt wurde, der lebt bis zum Ende hier bis Frame 250. Dann ist auch der letzte hier weg. Das sind diese grundlegenden Einstellungen hier oben. Aber wir können noch mehr machen. Wenn wir uns das mal genauer anschauen und hier auf Play drücken, stellen wir ja fest, das beginnt immer auf der Außenfläche unseres Würfels und dann fallen die hier nach unten. Wir haben hier unten bei der Source die Möglichkeit zu bestimmen, wo Partikel starten sollen. Wir haben einmal die Flächen unseres Meshes, dann haben wir einmal die Vertices, also genau die Eckpunkte unseres Würfels hier, und wir haben das Volumen, also in der kompletten Box unseres Würfels verteilt, würden die dadurch spawnen. Und dann kommt eben ihr Verhalten, wie sie sich in der Welt bewegen sollen. Bestimmt ist dir aufgefallen, die fallen immer komplett nach unten. Nur warum ist das so? In jeder 3D-Engine, ob in Blender, der Godot Engine, Unity Engine, Unreal Engine, steckt auch eine Physik-Engine dahinter. Das heißt, ein Paket unter anderem, wo auch Schwerkraft und andere Kräfte mit enthalten sind. Und das ist bei Partikeln hier nicht anders. Wenn wir mal hier unten schauen, gibt es zwei Einstellungen. Zum einen die Physik, wo wir unter anderem das Gewicht für jeden einzelnen Partikel einstellen können. Und zum anderen hier haben wir die Velocity eben, die Geschwindigkeit, mit der unsere Partikel starten. Wenn wir mal hier zum Beispiel 10 Meter pro Sekunde einstellen, dann sind unsere kleinen Kugeln hier deutlich kräftiger unterwegs und verteilen sich auch mehr in alle Richtungen. Da sehen wir schon direkt, was das für einen Effekt hat. Drehen wir mal die Anzahl hier oben auf 5000 Partikel hoch und wir sehen das nochmal viel besser. Wenn wir hier die Masse der Partikel hochschrauben von 1 Kilo auf zum Beispiel 10 und wir drücken nochmal hier auf Play, dann merken wir auch dort, die werden teilweise etwas stärker weggeschossen oder auch nach unten gezogen. Viel interessanter ist aber die Eigenschaft der Schwerkraft und die Frage ist, wo finden wir diese?
Die Schwerkraft gilt für alle Objekte in der Szene. Man muss nur bestimmen, welche Objekte davon beeinflusst sein sollen. Und Partikel sind es standardmäßig immer. Deswegen müssen wir einmal hingehen und hier in die Szeneneigenschaften wechseln und hier uns Gravity anschauen. Hier unten sehen wir Z-Achse minus 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat, eben die Erdanziehungskraft. Wenn wir das hier mal deaktivieren und nochmal hier auf Play drücken, dann fliegen unsere Partikeln einfach nur hier entlang der Ausrichtungen der individuellen Flächen unseres Würfels. Und wenn wir jetzt hier mittendrin mal spontan die Source umstellen auf die Faces oder eben hier die Vertices, dann werden immer die normalen Vektoren dieser genommen. Denn jeder Vertex hat ja hier einen kombinierten normalen Vektor durch die Flächen und jede Fläche selbst hat auch einen normalen Vektor, wo sie eben hin ausgerichtet sind. Das sind die Referenzpunkte, mit denen wir hier arbeiten. Jetzt wollen wir dieses Verhalten mal kombinieren mit der Animation von dem Objekt selbst, wo die Partikel herkommen. Dafür werden wir einmal hier auf Frame 1 unten hingehen und dann unser Mesh nehmen und im Reiter der Objekteigenschaften hier die Rotation X, Y und Z einmal animieren. Bei Frame 1 beginnen wir hier mit I einen Keyframe zu setzen und wir sagen 0 Grad Rotation in allen 3 Achsen. Dann am Ende des Videos hier unten bei Frame 250 wollen wir, dass das Ganze sich 4-mal umdreht. Eine Rotation sind 360, 2 Stück sind 720, das Doppelte sind 1440 Grad in allen 3 Achsen. Und dafür machen wir hier erneut mit der Taste I einen Keyframe. Und jetzt gehen wir mal hier hin und drücken mal Play und sehen, hier wird das Ganze doch schon etwas wilder und turbulenter, weil die Partikel jetzt durch die ganzen Flächenausrichtungen überall hinfliegen, wo sie lustig sind. Und das können wir auch wieder hier unten mit zum Beispiel den Vertices nochmal cooler sehen, in so Schlangen- oder linienartigen Verhalten. Eigentlich schon erste coole Möglichkeiten. Aber es geht noch weiter. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit, um das zu konfigurieren. Jetzt stellen wir uns mal vor, das hier wäre vielleicht kein Würfel, sondern eine Kugel, eine Sonne oder etwas anderes, die Partikel ausspuckt und ausstrahlt. Dafür können wir das Ganze ein bisschen hübscher machen. Und zwar wird jetzt der Partikel dargestellt als sogenanntes Halo-Objekt, H-A-L-O. Und das finden wir beim Partikelsystem hier unten im Abschnitt des Renderings. Hier haben wir Halo. Wenn wir das mal mit F12 rendern, werden wir feststellen, die sind ja gar nicht im Render enthalten. Warum? Die dienen nur dem Viewport, um zu sagen, wo würden diese Partikel etwa sein. Das müssen wir ändern und austauschen. Wir wollen nämlich statt diesen Partikelpunkten hier richtige Partikel haben und rendern. Also werden wir Render As umstellen auf zum Beispiel hier unsere einzelnen Objekte. Jetzt können wir ein zweites Mesh in die Szene einfügen. Nehmen wir hier mal mit Shift A ein Mesh und dann eine UV-Sphäre. Diese UV-Sphäre ist hier unten drunter und da können wir mal direkt hier gucken, wie groß die ist. Machen wir mal einen Radius von 2 Metern, das wäre das hier. Und wir schrauben mal die Segmente runter auf 12 und auch hier die Ringe auf 12. Dass das Ganze etwas mehr so in Kugelform kommt und nicht ganz unbedingt so high poly ist. Das ist unsere Kugel, die wollen wir so als Partikelbasis nutzen. Der geben wir jetzt einmal eine Bewegung nach links. Wir schnappen uns den Würfel, gehen beim Partikelsystem unten in den Bereich Renderer und nutzen bei Object diese Sphäre als Instanzobjekt hier zugewiesen mit der Pinzette. Und jetzt haben wir auf einmal hier Kugeln in unserer Szene rumfliegen. Wenn wir F12 drücken, sehen wir diese auch hier in unserem Render. Denn jetzt könnten das vielleicht Partikeleffekte sein, es könnten auch Sterne oder Planeten oder ganz andere Dinge sein.
Je nachdem, was du für ein Mesh designst, wirkt sich das jetzt auf jeden einzelnen Partikel deiner Szene direkt aus. Und obendrauf können wir jetzt das nutzen zum Weiterstylen. Denn jetzt für das Aussehen des Partikels zu bestimmen, müssen wir das Design von der Kugel festlegen. Wenn wir hier Rechtsklick Shade Smooth auswählen und wir machen F12, dann sind auch alle Partikel automatisch Shade Smooth. Wenn wir hingehen und dieser Kugel hier ein Material geben und wir drücken mal hier auf den Button plus New und wir sagen zum Beispiel Emission Farbe soll jetzt hier blau sein und wir nehmen eine Stärke von meinetwegen 10, dann sind auch alle Partikel drumherum hier blau leuchtend. Wir lassen es nochmal hier abspielen, ungefähr bis hierhin. F12 drücken zum Rendern, da haben wir überall blaue Kugeln. Und diese Idee können wir jetzt sogar erweitern. Gehen wir doch mal hin und nutzen das Compositing von Blender 4.4, um Blumen einzufügen und das richtig magisch und fantasyhaft leuchten zu lassen. Compositing, wir nutzen hier oben die Nodes und fügen nur eine einzige hinzu, die ich dir immer wieder empfehlen kann. Von dem linken Ausgangspunkt Image hier ein Kabel ziehen und hier nach Glare suchen. Und als Input nehmen wir das Image. Das ist dann das hier. Also der ist Image Output geht aufs Image Input. Und hier hinten auch wieder Image auf Image verkabeln und schon sind wir hier fertig. Jetzt können wir hier oben die Streaks umstellen auf das Bloom und hier unten mal die Stärke runterschrauben auf zum Beispiel 15% oder weniger. Mit F12 sehen wir jetzt hier im fertigen Render unsere Kugeln schon richtig glühen und leuchten. Hat schon einen sehr coolen Effekt hier nur für dieses Bild. Wenn wir aber in den Layout-Tab zurückgehen und das auch hier permanent sehen wollen, müssen wir oben rechts bei den 4 Shading Modes zuerst mal auf die 4. Kugel gehen, was die Render-Vorschau ist, und danach den Pfeil nach unten nutzen und hier sagen Compositor Always Active, also permanent sichtbar, egal ob hier im Viewport oder nur aus unserer rendernden Kamera heraus. Und hier beginnt es spaßig zu werden. Denn jetzt kriegst du schon eine Idee, was du vielleicht bauen möchtest. Versuch mal Farben anzupassen, wie zum Beispiel in der Weltumgebung hier die Farbe mal vom Hintergrund eher auf schwarz zu setzen. Vielleicht ein Universum mit Sternen oder irgendwelchen Magiesachen. Einmal neu rendern und das Ganze wirkt direkt komplett anders. Du willst vielleicht eine andere Farbe haben oder eine farbliche Animation der Partikel. Auch möglich. Nehmen die Kugel, hier auf die Material-Eigenschaften, Frame 1 auswählen. Wir wollen die Farbe Blau hier lassen und bei Frame 250 hier hinten, wo wir fertig sind, auf die Farbe Rot umschalten. Auch das kann funktionieren. Und jetzt wäre das Partikelsystem, wenn wir die Kugel mal ein bisschen wegschieben hier, wie folgt animiert. Und auch das sieht schon verdammt hübsch aus. Das heißt, nur mit der Animation von 2 Objekten, einem sich wild drehenden Würfel und einer verändernden Materialfarbe bei konsistenten Partikelsystem-Eigenschaften kannst du schon was sehr Cooles hier erschaffen. Diese Möglichkeiten gehen aber noch weiter, denn jetzt haben wir gerade mal gesehen, wie eben Farbe und Rotation zusammenarbeiten mit dem Compositing über die Glare Node. Wir können mit Partikeln noch weitaus mehr Kombinationen und Variationen erstellen. Nehmen wir noch mal unser Partikelsystem Würfel, gehen dort auf die Partikeleigenschaften und wir gucken uns mal einmal an, was beim Renderbereich hier der Scale ausmacht. Wir haben hier 0.05. Das heißt, wir nehmen von der originalen Sphärengröße hier unten, von dem 2 Meter Radius, nehmen wir 5% der Größe. Und das ist unsere Skalierung für ein Partikel. Wenn wir das hier größer machen oder kleiner machen, merkst du, das ändert direkt in der Szene sehr viel.
Kleinere Partikel können es eher sternartig machen, größere eher wie so eine richtige Energiewelle. Da kann man sehr schön feintunen. Machen wir hieraus mal 0,10, dass wir 10% von 2 Metern haben, also eben 20 Zentimetern. Und als nächstes wollen wir eine Scale Randomness haben, und zwar von 100%. Das heißt, alle Partikel jetzt skalieren sich von der Größe 0,0 bis 0,1, also 10% von 2 Metern in beliebigen Größen. Und du siehst das hier schon sehr gut. Manche sind fast gar nicht sichtbar, andere wiederum haben hier die volle 10% Größe von 2 Metern. Das können wir hier perfekt einsetzen, für ein bisschen Varianz zu erzeugen und ein bisschen Vielfalt bei den Partikeln. Jetzt kannst du auch noch die Partikel selbst sich drehen lassen. Wenn du die Rotation hier oben aktivierst, kannst du die Velocity mit randomisieren und dadurch auch sorgen, dass die um sich selbst drehen durch hier oben eine Angular Velocity. Angular heißt eben rotationsbasiert um sich selbst eine Kraft anwenden, dass sie sich drehen, und der Amount kannst du auch hier höher drehen. Zum Beispiel jetzt eben so. Dann wirst du nämlich merken, dass wenn wir ein beliebiges Standbild nehmen, die nicht mehr alle gleich aussehen würden oder gleich rotiert werden. Das würde man jetzt bei Kugeln nicht direkt merken. Aber wenn es zum Beispiel ein Würfel wäre, dann wäre jeder jetzt hiervon definitiv anders rotiert. Damit haben wir schon wichtige Styling-Grundlagen kennengelernt. Aber Partikel können noch weitaus mehr. Denn neben Styling kommt auch Physik zum Einsatz. Wir haben vorhin schon davon gehört, hier oben Szeneigenschaften, Schwerkraft können wir aktivieren und dann fliegen die Partikel hier immer konsequent nach unten. Das ist eine Möglichkeit. Das nächste ist, wir können Objekte nutzen und dagegen wirken. Denn jeder Partikel selbst und auch jedes Objekt in Blender kann mit anderen Dingen kollidieren, wenn sie für Kollisionen konfiguriert sind. Wie machen wir das? Wir schnappen uns diesen Würfel einmal und gehen hier unten in den Reiter Physikeigenschaften. Du wirst merken, hier gibt es 8 verschiedene Einträge. In der heutigen Folge zeige ich dir gerade mal 2 Stück davon, und zwar unter anderem das Kraftfeld später und hier Kollision als erstes heute. Eine Kollision erlaubt es, dass dieses Mesh und alle davon erzeugten Partikel jetzt mit anderen Objekten, die ebenfalls Collision aktiviert haben, kollidieren können. Und das wollen wir jetzt machen mit einem Objekt hier unten drunter. Wir gehen also mal hin, machen hier Shift A, nehmen ein neues Mesh und zwar eine Ebene. Und die skalieren wir, egal ob Object oder Edit Mode, einfach mal deutlich größer, ungefähr so. Und dann schieben wir die mit GZ nach unten bis circa hierhin und wir geben der ebenfalls ein Collision. Jetzt, wenn wir auf Frame 1 hier unten zurückgehen und das neu abspielen, werden wir feststellen, dass die Partikel darauf springen und abprallen. Machen wir das mal alles ein bisschen größer noch, ungefähr so. Und dann ist es hier direkt klar erkennbar. Die Partikel springen auf die Oberfläche und prallen hier ab. Jetzt ist es so, dass jeder Collider selbst auch konfiguriert werden kann. Zum Beispiel eben die Absorption eines Feldes oder wie sollen Sachen darauf kleben bleiben, also die Stickiness hier. Das ist nämlich dieses Verhalten. Oder die Bewegung und die Kräfte dämpfen mit dem Damping. Oder auch die Friction, die Reibung stärker oder schwächer machen. All das können wir hier konfigurieren und das mit richtigen schönen Werten feintunen. Das heißt, verschiedene Werte, verschiedene Konfigurationen erlauben dir hier wirklich Kräfte zu neutralisieren und Objekte, wie ihr es gerade hier sehen könnt, drauf kleben zu lassen. Manchmal will man aber auch in verschiedenen Special-Effekten und gerenderten Videos Partikel an bestimmten Stellen loswerden.
dann könnte man auch den Haken Kill Particles nutzen, sodass, wenn ein Partikel damit in Berührung kommt, es einfach sofort gelöscht wird, ohne dass davon irgendwas passiert. Also auch das ist konfigurierbar, wie man lustig ist. Bietet in jedem Falle viele Möglichkeiten an, um Interaktionen zwischen einem oder mehreren Objekten plus Partikeln möglich zu machen. Und das bringt uns auch schon zur nächsten Sache, und zwar Force Fields. Es gibt in Blender verschiedene Objekte, die ebenfalls auf Physik basieren, und zwar hier oben die Kraftfelder. Und Kraftfelder sind in Blender eine eigene Art von Objekten, die im Grunde auf den Leeren aufbauen. Wie meine ich das? Wir können hier mit Shift A oder oben links über das Add-Menü hingehen und hier unten die vorletzte Kategorie nehmen, die Kraftfelder. Und hier haben wir zum Beispiel eine Kraft, Wind, ein Vortex, ein Magnetfeld oder verschiedene andere Dinge, die wir auswählen können. Schnappen wir uns doch mal als erstes Beispiel hier das Magnetfeld. Und das Magnetfeld spawnt jetzt auch hier in der Mitte. Wir machen das mal anders von der Größe her auf einen Radius von zum Beispiel, nehmen wir mal 10 Metern. Das ist jetzt das hier. Oder nehmen wir 20, komm, ein bisschen größer hier hin. Und als nächstes können wir hingehen und das konfigurieren. Du merkst, ein Force Field ist ebenfalls eine physikalische Eigenschaft. Eben hier ein Punkt als Shape. Und da drin können wir jetzt eine Stärke einstellen. Nehmen wir doch mal hier eine Stärke von Faktor 5 und gucken wir mal, ob das hier eine Auswirkung hat. Ja, manche werden rangezogen, andere weniger. Sorgen wir mal für einen richtigen Flow da oben hin. Ja, das geht in die richtige Richtung. Die Kraft vergrößern. Das Ganze mal ein bisschen umbewegen, eher hierhin. Und man merkt, das Magnetfeld stoßt die hier nach links ab. Gehen wir ein bisschen näher ran, ungefähr hierhin. Sieht man das noch mal ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt den Flow ein bisschen verringern, dann werden die sogar eher herangezogen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das zu feintunen. Nehmen wir alternativ mal stattdessen hier ein Kraftfeld. So. Und Kraft ist wirklich ja von diesem Punkt ausgehend in alle Richtungen stoßt die Sachen einfach weg. Wenn wir jetzt hier mal die Kraft erhöhen und dann hier den Flow entsprechend hoch oder runter drehen, werden wir das eigentlich sehr schnell merken. Ein bisschen näher heran, ein bisschen mehr hierhin, mehr hier unten, so. Und die verteilen sich doch direkt weg von diesem Punkt. Wir können noch einen Wind dazu schrauben und auch mehr Random einfügen. Das ist ebenfalls eine Möglichkeit. Oder umgekehrt einen Vortex, wo die einfach reingezogen werden. Das können wir auch mal einstellen hier mit 5 und zum Beispiel dem Wert 1. Und wenn wir den mal hier hindrehen, ein bisschen noch skalieren vielleicht, die Stärke hier hochdrehen, dann merkt ihr, hier kann es richtig schön stürmisch werden. Also die physikalischen Einschränkungen durch weitere Objekte in der Szene können da wirklich was ganz Wildes erzeugen. Und genau das ist der Spaß an Partikelsystemen. Wie konfiguriert man etwas? Wie nutzt man die Sachen? Will man eine Motion Graphic, einen Special Effekt haben, einen Zauber? Das kann vielfältig konfiguriert werden. Vor allem, wenn wir jetzt hier mal unser Magnetfeld wieder wegnehmen und das von 0 aus starten lassen, ohne das Ganze, es gilt weiterhin, denn dieser Effekt ist noch aktiv. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass beim Löschen davon das Objekt weg ist, und zwar mit der richtigen Konfiguration. Steuerung Z nochmal bis dahin, dass wir wieder auf 1.1 runterstellen und danach, wenn das Ganze wirklich wieder animiert wird, hier richtig rauslöschen. Manchmal hat Blender kurz Schluck auf und vergisst, dass die Objekte weg sind.
aber liegt auch daran, dass hier Daten von gar tausenden Objekten im Speicher berechnet werden. Das kann da schon mal passieren. Wir löschen hier das Magnetfeld wieder raus und sind hier fertig. Und damit runden wir auch Teil 1 von Partikelsystemen heute ab. Jetzt weißt du die Grundlagen rund um den Emitter. In der nächsten Folge schauen wir uns das Thema Haare an und was du mit ihnen alles machen kannst. Sei sehr gespannt drauf. Lass gerne hier einen Like da, wenn es dir gefallen haben sollte. Abonniere, wenn du mehr sehen möchtest. Und Fragen, Feedback sowie Meinungen zur Folge kannst du immer gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge.